Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial und zwar zu sogar einer neuen Unterreihe im Machine Learning. Heute geht es um das sogenannte Semi-Supervised Learning oder auf Deutsch halbüberwachtes Lernen. Und ja, wie der Name schon sagt, wir wollen sozusagen überwachtes und unüberwachtes Lernen verbinden. Und das ist ziemlich geil eigentlich, weil man dadurch echt viel erreichen kann. Es ist deutlich besser als nur unüberwachtes Lernen. Und es braucht lang nicht so viele Daten, wie wir von überwachtem Lernen gewohnt sind. Also beim überwachten Lernen brauchen wir ja wirklich alle Daten irgendeine Klassenzugehörigkeit. Das heißt, wir müssen für alle Daten wissen, ob es zum Beispiel jetzt ein Fisch war oder ob es ein Apfel war, um dann später einen Klassifikator zu bauen. Beim Semi-Supervised Learning haben wir ein paar wenige Daten, wo wir wissen, okay, das war ein Apfel und das war kein Apfel, beziehungsweise es war ein Fisch, und haben aber sehr, sehr viele ungelabelte Daten, die ja wirklich billig zu beschaffen sind. Ich meine, denkt nur mal an dieses ganze Online- Internet, alles Mögliche. Wenn ihr da nach einem Fisch googelt, dann habt ihr, keine Ahnung, wir können nachher mal gucken, mindestens 100.000, eher eine Million oder mehr Bilder, die ihr als Klassifikation benutzen könnt. Aber ihr könnt nicht hundertprozentig sicher sein, ob das jetzt wirklich ein Fisch ist oder ob das vielleicht doch nur ein Apfel ist, der falsch da reingepackt wurde. Ja, soweit die Theorie. Jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie hinpacken. Also behaltet im Hinterkopf, wir haben viele, viele ungelabelte Daten. Also wir wissen nicht, zu welcher Klasse sie gehören. Die sind sehr leicht zu bekommen. Und wir haben ein paar wenige Daten, die eine Klassenzugehörigkeit haben. Und deswegen sind sie auch sehr teuer, irgendwie schwer zu beschaffen. Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, für gelabelte Daten, zum Beispiel von Audiofiles, braucht man, um eine Stunde gesprochenes Material zu labeln, also als Mensch bzw. Experte zu labeln, braucht man 400 Stunden, um eine Stunde Audio zu labeln. Das ist hart, das ist richtig teuer, viel Arbeitszeit dahinter. Ich meine, überlegt euch mal, wie viele Leute man da einstellen muss, um, keine Ahnung, 10 Stunden Audio zu labeln. Aber wenn ich ungelabelte Daten will, gehe ich einfach auf YouTube und schaue mir zum Beispiel meinen Kanal an. Da hat es mittlerweile um die 700 Videos, eher mehr. Und diese 700 Videos mal, keine Ahnung, so 20 Minuten, ja okay, eher 10 Minuten, das wären dann 7000 Minuten, einfach so gratis. Das ist deutlich billiger zu beschaffen. Okay, also, und das nur bei meinem Kanal. Es gibt ja auch noch andere. Gut, also was brauchen wir als erstes? Ich zeichne euch jetzt hier einfach mal ein paar Daten ein, die so ungefähr so verteilt sind, wie wir es gerne hätten. So, wenn ich jetzt hier ein paar Daten habe, gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, zu welcher Klasse sie gehören oder sowas, aber nehmen wir einfach mal an, ich habe hier diese Punktwolken hier, so in etwa. Dann können wir sagen, okay, wir ziehen uns eine Trennlinie und zwar in einer dünn besiedelten Region. Also wir nehmen an, dass wir genügend Daten haben, um irgendwie eine vernünftige Trennlinie ziehen zu können. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr dichte Daten. Das müssen wir einfach annehmen, sonst klappt das irgendwie nicht. Und wir nehmen jetzt an, dass unsere Trennlinie, also da, wo wir unterscheiden, das ist jetzt ein Apfel und das ist ein Fisch, dass das in einem Bereich von sehr dünnen Daten, also ein sparser Bereich ist. Das heißt, unsere Trennlinie in diesem Fall würde hier so durchgezogen werden. Vielleicht nicht ganz so, aber grob. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich habe schon wieder was abrasiert. Ich kann nicht zeichnen. Mit der Maus ist das echt schwer. Ich brauche ein Grafiktablet. Wäre geil. Okay, gut, also wenn wir hier diese Trennlinie reinziehen, dann können wir sagen, da könnte unsere Trennlinie eben sein. Es kann natürlich auch sein, dass unsere Trennlinie so liegt und dass es da tatsächlich keine Daten gibt, jeweils zu den Punkten. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Das hätte jetzt auch ein Mensch falsch wahrscheinlich klassifiziert. Also nehmen wir einfach mal an, wir nehmen eine sparse Region und da ziehen wir unsere Trennlinie durch. So klassifizieren wir das Ganze. Irgendwie muss man ja labeln können. Das haben wir auch schon angenommen, als wir unüberwacht gelabelt haben. Aber jetzt, wie gesagt, kommen einige Klassenzugehörigkeiten noch dazu. Das heißt, wir nehmen an, hier ist ein Datenpunkt, da ist ein Datenpunkt und da ist einer. Und dann von der anderen Klasse nehmen wir an, hier ist einer, da ist einer und da ist einer. Und dann haben wir schon super eine Klassifikation. Wenn wir uns jetzt mal nur diese Datenpunkte hier angucken, dann wäre eine Trennlinie wahrscheinlich eher so zustande gekommen. Hier, ich nehme jetzt richtig schön viele Farben. Wahrscheinlich eher sowas in diese Richtung wäre dann zustande gekommen. Aber wir sehen, dass das nicht ganz hinhaut. Vor allem, wenn ich diese schwarzen Punkte jetzt hier noch weiter zeichne und die hier unten vielleicht noch weitergehen oder vielleicht sogar im Kreis drumherum liegen, dann sehen wir, dass diese blaue Trennlinie nicht sein kann. Das wäre aber das, was wir beim überwachten Lernen bekommen hätten. Beim unüberwachten Lernen hätten wir wahrscheinlich nicht so eine gute Trennlinie bekommen, aber da jetzt unsere Datenpunkte hier, die wir gelabelt haben, wirklich gut zusammenliegen, wahrscheinlich sowas in der Art. Aber wie gesagt, es ist immer noch besser als unüberwachtes Training, also meistens zumindest, deswegen macht man das ganz gerne. Okay. Zusätzlich nehmen wir dann meistens noch an, dass wir so eine sogenannte Mannigfaltigkeitsannahme bzw. Manifold Assumption erfüllen. Das heißt, unsere hochdimensionalen Daten, das hier zum Beispiel in, keine Ahnung, 1000-dimensionalen Raum, hier unsere Datenpunkte,
die haben eine Abbildung in im Allgemeinen niedrigere Dimensionen. Und dort kann man dann so eine Trennlinie finden. Dieses mit im Allgemeinen ist leider nicht immer so. Manchmal muss man auch in eine höhere Dimension transformieren, um dort eine Trennlinie zu finden. Ihr erinnert euch vielleicht an die Support Vector Machines, wo wir dann Daten aus dem zweidimensionalen, wo sie so waren in etwa, transformiert haben, sodass wir eine solche Trennlinie ziehen konnten. Das nur als kleines Beispiel, damit ihr wisst, was ich mit in eine andere Dimension, bla bla bla, wir sind ja hier nicht irgendwie im höherdimensionalen Raum, bla bla bla. Okay, gut. Ja, was man auch noch macht, oder genau das, was wir hier eigentlich machen, ist nicht mehr induktives bzw. deduktives Lernen, sondern häufig spricht man dann von transduktivem Lernen. Das ist aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein bisschen was anderes. Transduktives Lernen bedeutet jetzt in diesem Fall, okay, wir haben diese 6 Datenpunkte hier und wir wollen jetzt nicht irgendwie diese Trennlinie hier, diese blaue oder die orange-gelbe finden, sondern wir wollen eigentlich diese schwarzen Datenpunkte am Ende mit Labeln versehen. Das heißt, wir wollen am Ende nicht irgendwie eine Trennlinie haben. Vielleicht wollen wir das auch noch, das kann man dann danach machen, aber im Endeffekt wollen wir diese Datenpunkte hier, die schwarzen, entweder rot oder türkis oder keine Ahnung, nee, es ist nicht türkis, egal, auf jeden Fall dieses komische grün ähnliche etwas da. Wir wollen die Datenpunkte einfärben, die schwarzen. Und das nennt man, wie gesagt, transduktives Lernen. Und ja, das ist im Prinzip meistens das Ziel beim Semi-Supervised Learning, aber ja, wir schauen uns dann einfach mal im Folgenden ein paar Algorithmen an, wie man das Ganze so realisieren kann. Okay, das als kleine Einführung zum SSL. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.